Herr Werst, Sie hatten im Alter von 27 Jahren bei einem schweren Verkehrsunfall eine Nahtoderfahrung. Wie kam das? Ich bin morgens früh um 7 zum Arbeiten gefahren mit dem Fahrrad. Auf dem Weg durchs Dorf kam mir ein Traktor entgegen. Und der Traktorfahrer war auf dem rechten Auge blind und musste nach links abbiegen, um seine Milch abzuliefern. Es war ein nicht sehr großer Traktor, aber er hatte doch auch nur einige Liter Milch hinten drauf. Und bevor ich aufprallt bin, dachte ich noch so ganz komisch, der wird nicht abbiegen jetzt. Der bog ab, ich bin auf den Motorblock draufgekracht mit dem Fahrrad. Das Fahrrad wurde weggeschleudert. Ich bin auf den Boden aufgeprallt, unter dem Traktor. Und der Traktor fuhr mir mit dem Hinterrad über meine linke Seite entlang am Rückgrat. Ich wurde also richtig überrollt. Es war ein unheimliches Krachen, Pressen. Mein ganzer Atem, alles wurde herausgepresst. Der Traktorfahrer selber fuhr gegen eine Hauswand, ist dann aber weitergefahren. Wahrscheinlich hatte er selber Schock. Ich lag dann auf der Straße und Gott sei Dank wurde das beobachtet. Es wurde der Rettungswagen geholt. Die Sanitäter waren sich nicht sicher, wie schwer die Verletzungen am Rückgrat sind. So wurde dann auch noch ein Helikopter geholt. Und das Ganze ging relativ lang, 1 Stunde ungefähr, lag ich auf der Straße. Mittlerweile standen viele Menschen um mich herum, der Verkehr war abgesperrt. Meine Frau kam. Es war sehr schmerzhaft. Ich wurde nicht bewusstlos, ich war bei Bewusstsein und habe sogar versucht aufzustehen. Das war nicht mehr möglich. Es war wie ein Reflex. Ich wurde dann nach Liestal ins Spital gebracht. In Liestal wurde mir gesagt, dass die Lunge sehr schwer blutet, die Milz einen Riss hat und ich viele Brüche auf dem Brustkorb habe. Und dass mehrere Rippenwirbelgelenke abgebrochen waren. Aber zunächst wurde versucht, die Milz zu erhalten. Ich lag auf der Intensivstation von morgens bis ungefähr 8 Uhr abends und der Schmerz wurde immer stärker und es war fast nicht mehr auszuhalten, nicht mehr zu ertragen. Auch die Atmung und der ganze Zustand, kurz vor Bewusstlosigkeit, würde ich sagen. Und so kam dann der Moment, wo die Milz geplatzt ist. Und in dem Moment wurde ich dann zum ersten Mal bewusstlos. Und es wurde auch dann sofort die Notoperation eingeleitet. Sie haben während der Operation eine Nahtoderfahrung erlebt. Wie haben Sie das Geschehen da erlebt? Anders wie bei anderen Berichten kam ich nicht zu Bewusstsein, indem ich in dem Operationssaal war, sondern ich befand mich auf einmal in einer Wüste, auf einem alten Mofa, fahrend. Ich fuhr durch eine sehr steinige Geröllwüste und der Weg war sehr holprig. Und ich hatte eine Art von Rundumblick. Ich konnte alles sehr genau wahrnehmen, mich selbst auch. Und ich fuhr und wusste eigentlich nicht, wo ich jetzt bin. Bis ich in der Ferne einen Berg sah, an dem sich Menschen befanden.
Und sobald ich diese wahrgenommen hatte, war ich auch schon dort. Dort fand ich Menschen vor, die aus dem Berg heraus eine Art Arche herausmeißelten. Es waren sehr freundliche, für mich südländisch aussehende Menschen. Sie waren auch staubbedeckt und waren am Arbeiten. Und ich fragte sie, wo ich hier bin und wo ich hin müsse. Und sie wiesen mir einen Weg zu einer Halle. Dann fuhr ich weiter und kam zu einer großen Marmortreppe. Sie war sehr breit und ungefähr 20 Stufen hoch. Ich stellte das Mofa ab, ging die Treppe hinauf und befand mich plötzlich in einer Halle aus Licht. Ich war mir bewusst, es muss eine Halle sein. Aber es waren keine Wände zu sehen. Es war nur ein Leuchten wahrzunehmen. Es war alles Licht. Ich verweilte einen Moment, wusste aber nicht genau, was ich zu tun hatte. Und plötzlich kam eine Gestalt auf mich zu. Diese Gestalt kam mit einem Rednerpult auf mich zu. Sie hatte einen schwarzen Anzug an und eine schwarze Melone und war mir sehr freundlich gesinnt. Das Gespräch zwischen uns lief nicht durch Worte im Mund, sondern im Kopf. Ich fragte ihn, wo ich sei und was es hier vor sich ginge. Und er sagte mir, er würde es überprüfen. Plötzlich standen wir beide vor einer großen Marmorwand. Auf dieser Wand befanden sich unzählige von Namen. Und es schien mir, er las diese Namen, drehte sich zu mir und sagte, dein Name ist nicht auf dieser Wand, du musst wieder gehen. Und von dort an bin ich wieder aufgewacht und lag in der Intensivstation. Die Operation war sehr schwer. Ich hatte 3 Liter Blut im Bauchraum. Die Milz musste ganz entfernt werden. Und die Ärzte hatten keine Hoffnung mehr, dass ich das überleben würde. Diese Person, die Sie getroffen haben, war das eher eine männliche Person? Haben Sie die Gestalt noch etwas genauer in Erinnerung? Es war ein Mann. Ja. Es war ein sehr freundlicher, liebevoller Mann. Und er schien mir wie nicht von dieser Welt. Wie meinen Sie das? Schon alleine die Erfahrung, dass er nicht mit Worte geredet hat, sondern in meinem Kopf mit mir gesprochen hat. Was für eine Auswirkung hatte diese Erfahrung auf Ihr weiteres Leben? Zunächst musste ich mich für eine sehr lange Zeit erholen. Ich hatte noch mehrere Folgeoperationen. Und ich hatte auch psychisch sehr schwere Zeiten. Wenn man aber konfrontiert wird mit einem Nahtoderlebnis, lässt einen die Frage nicht los, wo ist der Sinn? Und so kam ich irgendwann nach Indien. In Indien versuchte ich zu lehren, was der Sinn dieses Lebens ist und wie die eine mit der anderen Welt verbunden ist. Und ich würde sagen, die wichtigste Erkenntnis aus diesem Nahtoderlebnis ist die Kostbarkeit des Lebens. Ich wurde sehr sensibel auf die Art, wie Menschen miteinander umgehen und zum Beispiel mit Angst konfrontieren.
wenn man nun solch ein Erlebnis hat, kann einen fast nichts mehr erschrecken. Und ich habe immer wieder wahrgenommen, wie in Gesprächen die Menschen argumentierten und eine Art von Angstmache auf mich wirken ließen, die aber nicht mehr funktioniert hat. Und als ich dann meine Studien in der Spiritualität abgeschlossen hatte, stand im Mittelpunkt meines Lebens vor allem ein Leben zu leben, das mir Freude macht. Innere Freude kultivieren, kein großes Lachen und Trara, sondern diese innere, stille Freude kultivieren. Freude haben auch mal an einem Baum, der blüht, an einer Begegnung auf der Straße ein Lächeln auszutauschen. Das ist mir sehr wichtig geworden. Sie haben später auch einmal eine außerkörperliche Erfahrung erlebt. Ja. Können Sie beschreiben, wie Sie das erlebt haben? Es war nachts. Ich war zu Bett gegangen und plötzlich befand ich mich im Badezimmer. Und ich dachte mir, was mache ich denn im Badezimmer? Und war mit den Gedanken plötzlich in meiner Stube, im Wohnzimmer. Und in dem Moment, wo ich das gedacht hatte, war ich im Wohnzimmer. Dann dachte ich mir, wie kann das sein? Ich habe dann bemerkt, dass vor dem Haus sich Menschen unterhalten. Und in diesem Moment stand ich bei den Menschen und habe diese Unterhaltung gehört. Und mit einmal zog es mich zurück und ich lag in meinem Bett. Ich habe aber auch noch andere sehr starke Lichterlebnisse gehabt. Zum Beispiel, wenn meine Frau schwanger wurde, sah ich leuchtend blaue Sphären um meine Frau fliegen. Und ich hatte wie immer das Gefühl, der Vorhang ist etwas gelüftet worden. Wenn Sie sagen blaue Sphären, wie soll man sich das vorstellen? Nun, vielleicht wie ein Handball großes blaues Licht, eine Kugel aus Licht, aus blauem Licht, die um meine Frau herum flog. Das haben Sie bei ihr nur gesehen, als sie schwanger war? Immer wenn sie schwanger war. Ich hatte noch weitere geistige Erlebnisse. Einmal begab ich mich auf ein Friedensfestival und ich fühlte mich sehr wohl. Sehr viel gleichgesinnte Menschen mit dem Wunsch nach Frieden. Am Nachmittag wollte ich mich hinlegen zum Schlafen und ging in mein Zelt. Ich fand keinen Schlaf, sondern nur tiefe Beruhigung. Und mit einem Mal wurde alles sehr hell um mich und ich nahm mich selbst wie eine große Blüte aus Licht wahr. Das zweite Erlebnis, das ich hatte, oder eins der mehreren Erlebnisse, war, dass ich eines Morgens erwachte und mein ganzer Körper Glückseligkeit empfand. Es war wie ein Moment des Nichtdenkens, nur Erwachen und jede einzelne meiner Zellen war glücklich. Und in dem Moment, wo ich mir bewusst wurde, verging es leider. Herr Werst, wäre es aus Ihrer Sicht denkbar, dass wir im Leben wie in zwei Dimensionen leben können? Einerseits im materiellen Körper und andererseits etwas mehr im geistigen Bereich. Davon bin ich überzeugt. Ich glaube, ich habe das mal versucht so zu formulieren. Bevor wir zur Welt kommen, sind wir ein Lichtwesen.
Ein Lichtwesen, das vollkommen und ganz ist. Und das nun den Weg in eine Inkarnation vor sich hat. Und wir kennen alle den Spruch, dass die Kinder noch so nah bei Gott sind. Und ich hatte dann immer das Gefühl, dieses Lichtwesen, das sehr viel größer ist wie das Baby, geht zu einem bestimmten Teil in das Kind hinein. Und je mehr das Kind wächst, desto mehr geht das Lichtwesen in den Menschen hinein. Wir kennen das vielleicht auch, dass Kinder sehr viel offener sind, weil sie eben noch diesen Anteil von Lichtwesen außerhalb mit sich tragen. Wenn der Mensch dann hinreift und das Lichtwesen sich ganz inkarniert, sind wir ganz hier. Bis zu dem Punkt, wo wir dann älter werden und uns wieder andere Fragen stellen müssen und das Lichtwesen allmählich sich wieder herausnimmt, bis dann der Körper zerfällt und das Lichtwesen übrig bleibt. Für mich ist es ganz klar, dass wir ein mehrdimensionales Wesen sind. Nur mit unserem Gehirn an sich nehmen wir diese Welt wahr. Hat diese Nahtoderfahrung und diese weiten Erlebnisse bei Ihnen auch eine gewisse Wesensveränderung bewirkt? Auf jeden Fall. Ich war als junger Mensch sehr aggressiv. Und seit dieser Zeit bin ich auf der Suche nach meinem inneren Frieden. Und ich denke, ich habe den auch gefunden. Es ist alles eine Frage von Kultivieren. Sowas bekommt man natürlich nicht von heute auf morgen. Aber dieses Erlebnis war der Anfang von der Suche nach dem Sinn des Lebens. Und die Antwort, die sich mir präsentiert hat, war der Frieden in mir. Herr Wörst, herzlichen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen.